Abt Ottker vom Benediktinerkloster St. Lamprecht sandte im Jahr 1157 einen Mönch namens Magnus in die Mariazeller Gegend, die zum Besitz des Klosters gehörte. Jener Mönch sollte die Seelsorge der dort lebenden Menschen übernehmen. Mit Erlaubnis des Abtes durfte er seine aus Lindenholz geschnitzte Marienstatue auf die weite Reise mitnehmen. Am Abend des 21. Dezember versperrte ihm nahe des Zieles ein Felsblock den Weg. Magnus wandte sich hilfesuchend an die Mutter Gottes, worauf sich der Fels spaltete und den Weg freigab. Am Ziel angekommen, stellte der Mönch die Statue auf einen Baumstrunk und begann eine Zelle zu bauen, die als Kapelle und gleichzeitig als Unterkunft für ihn selbst diente. Maria in der Zelle gab dem Ort seinen Namen. Die Marienstatue wurde zum berühmten Gnadenbild, das noch heute als Magna Mater Austriae, als große Mutter Österreichs, verehrt wird. Die Gnadenkapelle steht noch heute an der ursprünglichen Stelle der Gründung. Sie wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgestaltet und zeigt sich als zentrales barockes Bauwerk innerhalb der Basilika. Der heutige trapezförmige Grundriss stammt von 1690. Ältere Teile aus dem 14. Jahrhundert wurden in diesen Bau integriert. Das Steinrelief über dem Eingang wird der Parlerschule von 1369 zugeschrieben. Es soll die Porträtbüsten König Ludwigs I. von Ungarn und seiner Gemahlin Elisabeth als Erbauer der gotischen Kapelle darstellen. Im Jahr 1756 stifteten Kaiser Franz I. und Kaiserin Maria Theresia anlässlich des 600-jährigen Bestehens der Wallfahrtskirche das wertvolle Silbergitter. An den Seiten befinden sich die Initialen des Kaiserpaares, das Kaiserwappen mit der deutschen Reichskrone sowie das ungarische Wappen. Die Inschrift unter dem Doppeladler verweist auf ein früheres, von Kaiser Leopold I. gestiftetes Gitter.
Mächtig und weithin sichtbar erhebt sich inmitten der Stadt die Wallfahrts- und Pfarrkirche, die seit langem auch ausgezeichnet ist durch den vom Papst verliehenen Titel einer Basilica Minor, eines Heiligtums von besonderem Rang. Wer vor der Westfassade dieser Kirche steht, wird wie von selbst angezogen durch die Mächtigkeit der Architektur mit zwei barocken Türmen, die einen weitaus höheren gotischen Turm umschließen. An Festtagen öffnet sich das mittlere Tor unter dem steinernen Torbogen, dessen gotische Steinskulpturen ein Stück christlicher Heilsgeschichte erzählen. Wer durch dieses Tor in das lichte Innere des Gotteshauses eintritt, dem zeigt sich unmittelbar die Weite und bei einem Blick in die Höhe auch die dadurch erahnbare Länge dieses glanzvoll erneuerten Hauses Gottes und der Menschen. Mit Fantasie begabte Pilgernde, die heute nach Mariazell kommen, sind an einem solchen Ort eingeladen, sich vorzustellen, wie ungemein lang und bunt die Reihe der Wallfahrer wäre, die vor ihm in Jahrhunderten hierher gekommen sind. Menschen aller Lebensalter und sozialen Verhältnisse, Menschen aus vielen Ländern, vor allem Mitteleuropas, Menschen mit Bitten und Hoffnungen im Herzen und auf den Lippen, Menschen auch, die hier Dank aussprechen, aussingen wollen. Ich hab wunderbare Hilfe erlangt, liest man auf manchen alten Votivtafeln in vielen großen Wallfahrtsorten. Dies gilt auch für Mariazell. Die hier geschehenen Wunder sind leise und unspektakulär. Viele geschehen nicht als leibliche Heilung, sondern als Befriedigung eines unruhigen, gestörten Herzens. Unter den Pilgern nach Mariazell waren auch später heilig oder selig gesprochene Christen, zum Beispiel Clemens Maria Hofbauer und Schwester Restituta Kafka. Kaiser und Könige mit ihren Familien kamen hierher, schließlich auch Papst Johannes Paul II. Und nun Benedikt XVI., der schon als Kardinal hier eingekehrt war, wiederum als Pilger zum Heiligtum im Gebirge gekommen. Dieser Ort wird mit Recht eine mitteleuropäische Adresse genannt, mit Ausstrahlung weit über Mitteleuropa hinaus. Eine Schwester der alten Marienheiligtümer wie Częstochow in Polen, Loreto in Italien und Einsiedeln in der Schweiz. Eine Schwester auch der neueren Heiligtümer Lourdes in Frankreich und Fatima in Portugal. Maria wurde und wird in Mariazell unter einem dreifachen Titel verehrt: als Magna Mater Austriae,
als Magna Domina Hungarorum und als Alma Mater Gentium Slavorum. Viele Pilger kamen und kommen in Gemeinschaft, andere einzeln. Immer mehr von ihnen sind zu Fuß unterwegs, oft über mehrere Tage. Wallfahrt nannte man früher auch das Unterwegssein ohne Fahrzeug. Wallfahrt wurde und wird dann zum Wallgang. Am Ende dieser Reise begegnen die Pilger in Mariazell einem alten Gnadenbild, einer schlichten romanischen Skulptur aus Holz. Sie stellt Maria mit dem Christuskind auf dem Arm dar. Meist ist dieses alte Gnadenbild überkleidet mit einem prächtig bestickten Kleid aus Brokat oder Seide. Das Gnadenbild von Mariazell ist christozentrisch gestaltet. Maria zeigt hier den pilgernd Ankommenden ihren Sohn als das Christuskind. Das Hinhören auf Gott und das Hinzeigen auf den menschgewordenen Gottessohn gehört zum Wesen Marias und auch zum Wesen der Kirche, die ja in Maria ihr Inbild erkennt. Auch ein anderes Zeigebild befindet sich in der Basilika von Mariazell, und zwar in dem vom berühmten österreichischen Barockkünstler Fischer von Erlach gestalteten Hochaltar. Gott, der ewige Vater, zeigt hier den Pilgern seinen gekreuzigten Sohn, beide in silberner Gestalt, und hebt ihn empor in die goldene Sphäre des Himmels, wo der Heilige Geist in Gestalt einer Taube schwebt. Seit mehr als 850 Jahren wird in Mariazell das Evangelium verkündet und die Menschen nehmen dieses gute Wort mit hinein in den Pilgerweg ihres Lebens. Seit Jahrhunderten wird hier oftmals täglich die heilige Messe gefeiert und die Wallfahrer erahnen und vertrauen, dass die Einheit mit Christus im eucharistischen Brot ihr Leben verwandeln und Gestalt geben kann. Hier wird geweint und gelacht, Tränen der Hoffnung, der Sehnsucht und der Bedrückung lassen erahnen, dass die Menschen einfach erfahren dürfen: Hier sind alle ganz nahe bei Maria, bei ihrem Sohn Jesus Christus, beim allmächtigen und barmherzigen Vater. Hier bist du angekommen, ohne Wenn und Aber.